Was bedeutet Umgang mit Menschen? Der Umgang mit Menschen bezieht sich auf die respektvolle, professionelle und situationsgerechte Interaktion mit verschiedenen Individuen in unterschiedlichen Situationen. Wie gestaltet sich der Umgang mit Jugendlichen? Der Umgang mit Jugendlichen erfordert ein Verständnis für ihre Bedürfnisse, Kommunikationsfähigkeiten und die Anwendung angemessener pädagogischer Methoden. Wie sollte der Umgang mit Betrunkenen erfolgen? Der Umgang mit Betrunkenen erfordert besondere Vorsicht, Deeskalationsstrategien und die Fähigkeit, angemessen auf verändertes Verhalten zu reagieren. Welche Aspekte sind beim Umgang mit Senioren zu beachten? Der Umgang mit Senioren erfordert Einfühlungsvermögen, Geduld und das Verständnis für spezifische Bedürfnisse im Alter. Was ist Kommunikation? Kommunikation bezeichnet den Austausch von Informationen, Gefühlen und Gedanken zwischen Personen durch verbale und nonverbale Mittel. Was ist aktives Zuhören? Aktives Zuhören bedeutet, sich aktiv auf den Gesprächspartner zu konzentrieren, Rückfragen zu stellen und empathisch auf seine Äußerungen einzugehen. Was ist das Eisbergmodell? Das Eisbergmodell symbolisiert, dass nur ein Teil der Kommunikation offen sichtbar ist, während viele Aspekte unter der Oberfläche liegen, wie Emotionen und verborgene Bedeutungen. Was ist das Vier-Ohren-Modell? Das Vier-Ohren-Modell beschreibt verschiedene Ebenen der Wahrnehmung in der Kommunikation: Sachinhalt, Selbstoffenbarung, Beziehungsebene und Appell. Wie äußere ich Kritik? Kritik sollte konstruktiv, sachlich und lösungsorientiert formuliert werden, unter Vermeidung von Anschuldigungen und persönlichen Attacken. Was ist das Selbstbild und was ist das Fremdbild? Das Selbstbild ist die eigene Wahrnehmung einer Person, während das Fremdbild die Wahrnehmung durch andere beschreibt. Was ist das Selbstwertgefühl? Das Selbstwertgefühl ist das Maß an Selbstakzeptanz und Selbstachtung einer Person. Was ist Provokation? Provokation ist das gezielte Herausfordern oder Reizen von Personen, um eine bestimmte Reaktion zu erreichen. Was ist die Körpersprache? Körpersprache bezeichnet nonverbale Signale wie Mimik, Gestik und Haltung, die zusätzliche Informationen zur verbalen Kommunikation liefern. Was ist der erste Eindruck? Der erste Eindruck entsteht sofort beim Kennenlernen und beeinflusst maßgeblich die spätere Beziehung und Wahrnehmung. Was sind Vorurteile? Vorurteile sind vorgefasste Meinungen oder Urteile über Menschen oder Gruppen, die auf unzureichenden Informationen oder stereotypen Annahmen beruhen. Was ist mit Territorien und Distanzen gemeint? Territorien und Distanzen beziehen sich auf persönliche Raumgrenzen, die individuell unterschiedlich wahrgenommen werden und wie Menschen auf Eindringen in ihren persönlichen Raum reagieren. Was bedeutet Frustration und Aggression? Frustration entsteht, wenn persönliche Ziele nicht erreicht werden, und Aggression ist eine mögliche Reaktion darauf, die sich in feindseligem Verhalten äußern kann. Was ist ein Konflikt? Ein Konflikt ist eine Auseinandersetzung zwischen zwei oder mehreren Parteien aufgrund von unterschiedlichen Interessen, Meinungen oder Zielen. Wie eskaliert ein Konflikt? Ein Konflikt eskaliert durch eine Verschärfung der Spannungen, wenn die Konfliktparteien sich nicht auf eine Lösung einigen können und die Situation sich verschlechtert. Wie kann ich einen Konflikt lösen? Konflikte können durch Kommunikation, Kompromissbereitschaft, Mediation oder professionelle Hilfe gelöst werden, um eine für alle Parteien akzeptable Lösung zu finden. Was bedeutet Menschenkenntnis? Menschenkenntnis bezeichnet die Fähigkeit, die Persönlichkeiten, Verhaltensweisen und Motivationen von Menschen zu verstehen und darauf angemessen zu reagieren. Was bedeutet Motivation?
Motivation beschreibt den Antrieb, der Menschen dazu bewegt, bestimmte Handlungen auszuführen oder Ziele zu erreichen. Was bedeutet Wahrnehmung? Wahrnehmung bezieht sich auf die individuelle Interpretation von Sinneseindrücken und die Art und Weise, wie Menschen ihre Umgebung verstehen. Was ist Stress? Stress ist eine Reaktion des Körpers auf herausfordernde oder belastende Situationen, die physische und psychische Anpassungen erfordert. Was ist eine Gruppe, eine Menge und eine Masse? Eine Gruppe ist eine begrenzte Anzahl von Menschen mit gemeinsamen Zielen, eine Menge ist eine unbestimmte Anzahl von Menschen und eine Masse ist eine große, ungeordnete Menschenmenge ohne klare Struktur. Was ist eine Panik? Panik ist eine plötzliche, unkontrollierte Massenreaktion auf eine Bedrohung oder gefährliche Situation, die zu chaotischem Verhalten führen kann.